Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Miniatur-Wunderland-Update. Eigentlich ist es ein How to Build South America, denn wir haben, glaube ich, seit 5 Monaten euch nichts mehr gezeigt, was eigentlich mit Südamerika geworden ist. Das lag daran, dass Rio de Janeiro auf dem Schiff war. Für diejenigen, die nicht Bescheid wissen, was wir hier eigentlich machen, wir bauen seit 4 Jahren Südamerika und zwar nicht alleine. Wir haben uns nämlich gesagt, ein Südamerika kann nur dann richtig toll aussehen, richtig echt so vom Feeling sein, wenn wir es zusammen mit einer südamerikanischen Modellbaufamilie bauen. Und das klappt so toll. Wir haben eigentlich die ersten 1-2 Jahre zusammen in Buenos Aires verbracht. Ganz viele unserer Modellbauer waren da und dann kam Corona. Dann mussten wir ganz schnell unsere Modellbauer wieder zurück nach Hamburg holen und dann haben die alleine weitergebaut. Wir haben also alles per Skype und so koordiniert und haben versucht, hier schon ein paar Sachen vorzubereiten und waren wahnsinnig nervös, als ich glaube im Mai oder Juni war es, die ersten Pakete hier ankamen, die Container ankamen und Rio de Janeiro hier aufgebaut wurde. Und das ist so spannend, der Moment. Die letzten 5 Monate haben wir so viel hier nachgearbeitet, unsere Sachen dazu gebaut, den Karneval gebaut und wir können heute sagen, das ist eins der besten Projekte, was es gibt, mit einer südamerikanischen Familie zusammen in Südamerika und Hamburg an Südamerika zu bauen, war die beste Entscheidung. Und da das so toll wird und in 2 Wochen eröffnet wird, haben wir es in 2 Folgen aufgeteilt. Aber schaut am besten selbst, es wird wunderbar. Peter und Jorge sind vor 2 Tagen gelandet und ich habe mich richtig gefreut, die beiden mal wiederzusehen. Ich habe die beiden ein bisschen rumgeführt, ich habe denen mal meinen Wohnort gezeigt und wir haben zusammen was Leckeres gegessen. Und jetzt geht es darum, dass wir wirklich als Team dann die Anlage aufbauen. Ich habe dieses Modell schon lange nicht mehr gesehen, es ist noch viel passiert. Ich bin echt richtig gespannt und aufgeregt. My brother and me are very excited that we are finally here putting Rio model together. We started working in here yesterday with Peter and the 4 guys that are helping us, Manu, Shu, Tino and Sunke. And in a week from now, this is really exciting because you will see the complete view of the model like never before, because even in our shop in Argentina, we could never see the model together. It was just in 2 big different pieces. For so many months in the past, we have been talking through Skype and the computer, and now it's good to really be here and kind of, you know, share this time and you know, like make jokes and work together in this really special project that is Rio de Janeiro. After finishing the carpentry work, we started installing the trucks. Of course, the trucks need power, so the locomotives and the cars can move. All this power is actually soldering points. You have wires in different points of the truck. This is a 500-meter installation, and that is the equivalent of 1 truck going the length of 5 football fields. Ja, das ist ein spannender Moment jetzt. Wir sehen es jetzt das erste Mal richtig zusammengesetzt, richtig aufgebaut. Peter und Jorge sollen morgen wieder los, wollen wahrscheinlich nicht wieder los. Wir hätten sie auch gerne noch länger hier. Aber es muss ja sein und dementsprechend ja, ist jetzt der Moment da, wo wir sie dann irgendwann losschicken. Wir das Baby weiterbauen, die ganze Ausschmückung so weitermachen. Das heißt, jetzt ist die letzte Chance, dass wir untereinander besprechen, wie ist was gedacht, ist vielleicht irgendwas noch umzubauen, passt irgendwas. Und das ist eigentlich ganz toll, weil im Großen und Ganzen sieht es super aus. Es sind ganz, ganz wenige Dinge nur kaputt gegangen auf dem Transport und es passt fast alles. Wir haben eine Brücke entdeckt, wo das noch nicht so ganz passt. Da müssen wir noch mal schauen, wie wir das hinkriegen. Wir bauen jetzt natürlich den Karneval, die Favela wird noch gebaut. Hier und da sind noch ein paar Änderungen, weil im Bauplan hier noch was verändert wurde hinterher. Ja, und
Ich bin total erleichtert, weil es war doch schon noch spannend, wenn die ganzen Sachen aus den Kisten kommen, wir sie hier zusammensetzen zusammen, passt es oder passt es nicht und es passt. Now it was the time for the acceptance, and they have to look how it looks in the final position, how is everything looks like, what is missing. In the case of the Christ the Redeemer statue, it is too close to the steel beam. For instance, the visitor wants to take a picture for the whole Copacabana section and they want to place their phone on top of Jesus. There is not enough space. So the solution, I guess, it will be to reduce the height of the mountain in maybe 5 centimeters, and that will be enough. This bridge is crossing over 3 modules. It starts on one module here, then this is a different one, and then we have a different one here at the end. Because this model was built in Pilar, and then it was sitting in a ship for a month in the middle of the ocean, and then it was in a warehouse for like another 3 months, and now it's finally put together. It needs to adjust to the humidity and temperature to this place. Another important topic for today was about the Sugarloaf mountain over here and the Urca mountain over here. When they visit us in Pilar, there was an issue about, maybe they were not completely sure about this mountain, and they wanted to take a look how it's finally in the position when everything is together and how it looks like. And this is really an important mountain because it's the Sugarloaf. It's a really great icon from Rio de Janeiro, and you must have it. But of course, you have to make a lot of compromises because this is a really high mountain that we have represented in almost 1,50 meters, and in reality, in scale, it should be like 4 meters tall. Ja, jeder von euch kennt ja den Zuckerhut und da gab es einen spannenden Moment in Buenos Aires. Gerrit und ich waren das 2. Mal da und unsere Modellbauer haben mit dem Team Martinez so ganz lange schon gebaut und hatten vieles im Rohbau fertig. Und wir kamen da ganz aufgeregt an und halt als erstes den Zuckerhut angeschaut und dann stand ich davor und sagte, irgendwas stört mich. Ich finde die Proportionen nicht so, der ist vielleicht ein bisschen zu dünn und so. Peter oder Jorge, sag mal, können wir da nicht noch mal rangehen? Und er hat nur gelacht und meinte, den habt ihr doch gebaut. Und das war ganz komisch, weil ich dachte, Mensch, der Zuckerhut, das haben mit Sicherheit die Südamerikaner sich nicht nehmen lassen, den selbst zu bauen. Aber das hat unser Team da unten gebaut. Und ja, das war so ein ganz spannender Moment. Und ist tatsächlich auch immer noch so gewesen, als er hier angekommen ist, stand ich davor und war nicht so ganz sicher, passen die Proportionen, sieht das ganz gut aus, sieht es nicht ein bisschen zu karg aus. Und wenn man ihn sich jetzt anschaut, wie er geworden ist, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das wird ein Fotomotiv im Wunderland, da bin ich mir ganz sicher. Ja, Peter und Jorge sind jetzt leider wieder nach Argentinien geflogen. Wir hatten eine richtig schöne Zeit zusammen. Wir konnten auch irgendwie im Privaten uns austauschen, irgendwie Zeit miteinander verbringen. Das Wetter war geil. Wir haben die rumgeführt hier in Hamburg, sind Fähre gefahren, all solche Geschichten. Und das Grundgerüst steht jetzt. Jetzt müssen wir noch weitermachen. Wir müssen die Lücken zugipsen, die Gleise anschließen, dass alles fährt und natürlich auch noch nachbegrünen und solche Geschichten. Und es ist jetzt wirklich krass, dass jetzt man richtig merkt, sozusagen, man erntet jetzt so die Früchte einer langen Zeit irgendwie. Es hat echt lange gedauert, bis es jetzt endlich hierher gekommen ist irgendwie und zusammengebaut wurde. Ne? Richtig toll, das zu sehen, und ich bin echt gespannt. Hinter mir am Zuckerhut habt ihr jetzt gesehen, wie die Begrünung begonnen hat. Und ja, ich mache das dann immer so, dass ich quasi erstmal ganz viele Bilder mir angucke. Wie sieht es da vor Ort aus? Denn auch hier haben wir den Zuckerhut ein bisschen gestaucht. Also unser Zuckerhut ist deutlich kleiner, als er in Real ist.
Und dann bedeutet das, okay, Bilder recherchieren, ein Bild machen im Kopf und irgendwann habe ich ein Bild im Kopf und fange dann an. Und das sieht dann immer verwirrend aus, weil dann fange ich erstmal an, ganz viele Löcher zu bohren. Aber diese Löcher, die sind in meinem Kopf eigentlich schon mit den Pflanzen begrünt. Und wenn ich dann die Löcher habe, versuche ich einfach, den Wald möglichst vielschichtig aufzubauen und ein möglichst wildes, ja, so ein Urwaldgefühl hinzukriegen. Ich glaube, das ist es, was so ein bisschen den Unterschied macht zwischen der alten Anlage und jetzt der neuen, dass wir hier versuchen, einfach mal wirklich Urwald zu zeigen mit Extrabäumen, mit Fahne, wilden Pflanzen, Bananen sind da und ja, es ist eine total spannende Sache. Es sieht immer verwirrend aus, aber ich denke, das Endprodukt oder das Endergebnis spricht eigentlich für sich und also ich bin total zufrieden. Dann ist mal die Frage, in meinem Kopf ist so ein Berg relativ schnell fertig, aber ich musste dann feststellen, also ich bin jetzt eine Woche dabei und bin noch nicht fertig. Ich denke, ich werde noch so 2, 3 Tage werde ich noch brauchen und dann kann man sagen, ja, dann waren das gute 7, 8 Tage reine Netto-Arbeitszeit und ja, aber mit dem glücklichen Endergebnis und alle sind zufrieden, dann ist das auch mal okay. Ah, das ist doch schon Wahnsinn, wie das alles zusammenwächst. Und deswegen freut euch auf nächste Woche. Das war's nämlich für heute. Wir haben noch ganz viele Themen, die wir euch nächste Woche zeigen. Wie ist das Wasser gegossen und entstanden? Wir haben einen ganz besonderen Knopfdrücker, den wir euch vorstellen wollen. Wir zeigen euch, wie die Lichttests funktioniert haben und natürlich, wie die Favela eingebaut wurde. Das wird eine ganz wunderbare Folge nächsten Sonntag. Und wir haben am Ende eine riesengroße Überraschung für euch, aber auch für uns. Also, freut euch auf nächste Woche. Bleibt gesund und munter und genießt den Rest des Tages. Tschüss.